Gelände und Fahrstil stellen unterschiedlichste Anforderungen an dein Setup. Ob Enduro Racer, Downhill Pilot oder Uphill Spezialist. Nun kannst du das RXC perfekt an dein Riding und dein Einsatzgebiet anpassen. Das Herzstück des neuen RXC ist der Rocker. Lorenz, wie funktioniert dieses Bauteil? Der Rocker übersetzt und überträgt die Federbewegung im Hinterrad auf den Dämpfer. Hier am Rocker sehen wir nun unterschiedliche Bohrungen für unterschiedliche Dämpferpositionen. Was bewirken diese Positionen jeweils? Der Rocker ermöglicht On-Trail-Verstellbarkeit. 3 Dämpferpositionen ermöglichen unterschiedliche Fahreigenschaften und verändern sowohl den Federweg als auch die Progression. Die Full-Travel-Position hat eine progressive Kennlinie, unendlich viel Traktion am Hinterrad und ist für kompromisslosen Downhill-Einsatz optimiert. Mid-Travel, balancierter Race-Mode für ultimative Vielfalt an Geländetypen und Fahrsituationen. Und in der untersten Position Short Travel für ein straffes und direktes Ansprechverhalten am Hinterrad, für technische Uphills und ein Fahrgefühl mit maximalem Support. Okay, stark. Also wenn ich jetzt ein E-Enduro-Rennen fahre, kann ich dann einfach kurz vor der Power Stage die Rocker-Position verändern, um noch mehr Performance im technischen Uphill zu erzielen? Ja, voll. Du schnappst dir einfach einen 25er Torx, lockerst die vorderen 2 Schrauben um 1 bis 2 Umdrehungen, schraubst die 2 unteren Schrauben heraus, verstellst den Rocker, indem du am Sattel das Rad entlastest, die Position, die du einstellen willst, auswählst, die Schrauben wieder reindrehst und alles mit einem Drehmoment von 5 Newtonmeter festziehst. Okay, jetzt haben wir die Position am Rocker verändert. Muss ich am Dämpfer jetzt auch was anpassen? Durch die geänderte Dämpferposition ändert sich dein Hebelverhältnis. Das heißt, pro Millimeter Dämpferhub hast du nun mehr Federweg am Heck. Das bedeutet, bei gleichem Dämpferdruck oder Federhärte hast du nun weniger Sag, der sollte angepasst werden. Okay, das heißt, wir stellen auch wieder 30% Sag her, die wir auch generell empfehlen für alle Dämpferpositionen. Genauso ist es. Ich bin jetzt auf dem Trail, habe den Federweg reduziert und habe keine Dämpferpumpe dabei. Oder ich fahre den Stahlfederdämpfer und möchte ihn einfach so lassen, wie er ist. Wie wirkt sich das aus? Durch den geringeren Sag wird dein Fahrwerk zusätzlich straffer. Je nachdem, was du mit der Federwegsveränderung bezwecken willst, also ob du jetzt für eine Uphill Stage zum Beispiel optimieren willst, kann dir das sogar zusätzlich entgegnen. Okay, über die Sag-Veränderung wissen wir jetzt Bescheid. Und was ist mit Rebound und Compression? Hast du deine Federhärte oder deinen Luftdruck verändert, um deinen Sag anzupassen, empfiehlt es sich, das Gleiche mit dem Rebound und der Compression zu tun. Grundsätzlich ist es trotzdem sinnvoll, erst einmal zu fahren, zu gucken, wie sich das Rad anfühlt und dann entsprechend zu korrigieren. Fährst du eine leichtere Feder oder weniger Luftdruck, kannst du auch den Rebound und die Compression etwas rausnehmen. Okay, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie viel macht die Veränderung einer Rocker-Position am Sag aus in Prozent? Das hängt grundsätzlich von deinem Körpergewicht und von deiner Position auf dem Rad ab. Bei mir macht die Veränderung ungefähr 2% aus. Okay, Lorenz, und welche Position am Rocker fährst du an deinem RXC? Das hängt bei mir auch immer davon ab, welches Dropboard ich gerade fahre. Fahre ich 29 Zoll, gehe ich in die mittlere Federwegseinstellung, fahre ich 27,5 Zoll, fahre ich auch gern Full Travel und wenn ich auf die Jumps gehe, auch ganz gern in der kürzesten Stufe. Wir haben im RXC Ultra den Fox DHX Live Valve Neo verbaut. Was bewirkt dieses System? Der Fox Live Valve Neo kann über den Sensoren am Hinterrad und am Vorderrad bis zu 400 Mal pro Sekunde den Untergrund tracken und sich entsprechend darauf anpassen. Über die Fox Bike App kannst du zusätzlich Profile anlegen und das Verhalten des Dämpfers im Gelände weiter beeinflussen. Ja, okay, Lorenz, danke für die Insights. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann haut's uns unten in die Kommentare.